Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. That's a serious devotional, isn't it? Das ist eine ernste Andacht, nicht wahr? It can be a lifesaver, though. Sie kann aber durchaus lebensrettend sein. Okay, so what happens is once you open your heart and you are entertaining these things in your heart. Was wird geschehen, wenn du dein Herz öffnest und gewisse Dinge bewegst? Entertaining the dreams about success in ministry will bring you satisfaction. Etwa auf Träume eingehst, wie der Erfolg im Dienst Erfüllung und Befriedigung bringen könnte. You have no idea how many women have tried to get close to me. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Frauen versucht haben, mir nahe zu kommen. I mean, I have literally had women come to me and wanting to sleep with me because they wanted to get my anointing. Es gab wirklich Frauen, die zu mir gekommen sind und mit mir schlafen wollten, um meine Salbung zu bekommen. I've had some very weird things happen to me. Es sind mir einige wirklich seltsame Dinge passiert. Listen, I'm so aware Es ist mir aber vollkommen bewusst, that if my heart is not satisfied in Jesus, I'll be in trouble. dass ich, wenn mein Herz nicht in Jesus erfüllt ist, in großen Schwierigkeiten wäre. So I need to make sure that I keep my heart satisfied in Jesus. Und deshalb muss ich sicher gehen, dass mein Herz in Jesus erfüllt bleibt. Now, what happens at the next step, once you start to entertain these things in your heart? Was geschieht im nächsten Schritt, wenn du beginnst, gewisse Dinge in deinem Herzen zu bewegen? Always the same thing happens. Dann passiert immer das Gleiche. Now you begin to play with the fire. Du beginnst jetzt mit dem Feuer zu spielen. I've seen people over and over and over again do this. Ich habe immer und immer wieder Leute gesehen, die das gemacht haben. No, Reinhard, don't judge me. We're just friends. Nein, Reinhard, urteile nicht über mich. Wir sind nur Freunde. We're just praying together. Wir beten doch nur gemeinsam. Why are you praying with the person of the opposite sex? It's not your wife alone in her house. Warum betest du mit jemandem des anderen Geschlechts, wenn es nicht deine Frau ist und ihr alleine bei ihr zu Hause seid? This is a true story from the church I planted. Das ist die wahre Geschichte einer Gemeinde, die ich gegründet hatte. Ended up in adultery and in divorce. Und diese Geschichte endete schlussendlich in Ehebruch und Scheidung. You can't fool your heart. Du kannst dein Herz nicht täuschen. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. If you don't come back at number 4 and get everything from Jesus, Wenn du nicht zu Nummer 4 zurückkehrst und alles von Jesus annimmst if you're already entertaining all this stuff in your heart, und du bereits Dinge in deinem Herzen bewegst, then you will begin to play with the fire. dann wirst du anfangen, mit dem Feuer zu spielen. Then your question will be like this. Dann wirst du folgende Fragen stellen. How far can I go without sinning? Wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen? How much can I go without actually doing things wrong? Wie weit kann ich gehen, ohne wirklich etwas falsch zu machen? You know, young people have asked me this question over and over again. Weißt du, junge Leute haben mir immer und immer wieder diese Frage gestellt. They said, Reinhard, I understand sex before marriage is sin. Reinhard, ich weiß, dass Sex vor der Ehe Sünde ist. But how far can I go physically with the person that I'm going to marry without sinning? Aber wie weit kann ich körperlich mit der Person gehen, die ich heiraten werde, ohne zu sündigen? They are already at step number 5. They're already playing with the fire. Sie sind schon beim 5. Schritt und spielen bereits mit dem Feuer. I always tell them, why do you ask such a stupid question? Und ich sagte, warum stellst du so eine dumme Frage? The question is not how far can I go. The question is how far can I run from it? Die Frage lautet nicht, wie weit ich gehen kann, sondern wie weit ich davor weglaufen kann. You know, there was a story of a guy hundreds of years ago. Weißt du, es gibt eine Geschichte von einem Mann, die sich vor einigen hunderten Jahren zugetragen hat. He was a very wealthy businessman. Es war ein sehr wohlhabender Geschäftsmann. And they used to have horse and horse carts that they rode in. Zum Reisen hatte er Pferde und Pferdewagen. And this guy was using for a driver who would drive his horse cart. Und er suchte nach einem Kutscher, der seinen Pferdewagen führen konnte. And everybody who applied, he did the same thing. Und mit jedem, der sich vorgestellt hatte, machte er dasselbe. He said to them, Er sagte zu ihnen, he said, every day between my house and my business, I have to pass this very narrow path. jeden Tag muss ich zwischen meinem Haus und meinem Geschäft eine enge Stelle passieren. And there is a ditch at the right side. Und da gibt es einen Abgrund auf der rechten Seite. He said, how close can you get to the ditch without the horse cart falling down the ditch? Wie nahe kannst du an diesen Abgrund heranfahren, ohne dass der Pferdewagen abstürzt? And people wanted to impress him. Und die Leute wollten ihn beeindrucken. Oh, sir, I can go up to 15 centimeters and we'll still be safe. Mein Herr, ich kann bis auf 15 Zentimeter heranfahren und es wird nichts passieren. I can go up 10 centimeters, we'll still be safe. I'm such a good driver. Ich kann bis zu 10 Zentimeter nahe kommen und es wird alles gut gehen, weil ich so ein guter Kutscher bin. He never hired any of those. Er hatte
keinen von beiden angestellt. One guy came Dann kam noch einer. and he said, "Sir, Der sagte, Herr, that's a terrible question you're asking me. das ist eine schlimme Frage, die Sie mir stellen. I will get as far away from the ditch as I only can." Ich werde so weit vom Abgrund wegbleiben, wie es mir nur möglich ist. The businessman said, "You got the job." Und der Geschäftsmann sagte, du hast den Job. You see, if you play with the fire is going to burn you. Wenn du mit dem Feuer spielst, wird es dich verbrennen. You've got to understand, this applies for every single area where your heart is drawn away. Du musst verstehen, das betrifft jeden einzelnen Bereich, von dem sich dein Herz abwendet. This is not so bad. Das ist doch nicht so schlimm. I can get away with this. Ich kann damit leben. Just a little flirting. Nur ein bisschen flirten. Just a little bit making more money and just a little kind of half a lie, but that's okay. God wants to prosper me. Nur ein bisschen mehr Geld verdienen. Nur so eine kleine Halbwahrheit. Aber das ist in Ordnung. Gott möchte doch, dass es mir gut geht. You know, once you play with the fire, you are already in really huge danger. Weißt du, sobald du mit dem Feuer spielst, bist du bereits in wirklich großer Gefahr. You've got to stop at that very moment and say, Lord, I'm so sorry. Du musst dann sofort innehalten und sagen, Herr, es tut mir so leid. There is a dissatisfaction inside of me. There is a lack inside of me. Es ist Unzufriedenheit in mir und ein Mangel. And I'm not allowing you to fulfill it. Aber ich werde es nicht zulassen, dass diese dich ersetzen. No more playing with fire. I'm coming back to you. Kein Spiel mehr mit dem Feuer, ich komme zu dir zurück. Tomorrow we go to step number 6. Morgen gehen wir zu Schritt Nummer 7.